Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2023. Eine Woche zu spät, ich weiß, es tut mir auch wirklich sehr, sehr leid, aber manchmal funkt einem das Leben halt dazwischen und dann ist es so, wie es ist und dann hilft es auch nichts, wenn man sich stresst. Und ja, und da sind wir auch schon bei dem Thema, was in der letzten Woche so für mich dran war und mir das Leben erleichtert und verschönert hat. Das ist tatsächlich, ja, das Gesundwerden gewesen, denn ja, erstmal von Anfang, ich hatte am Neujahrsvormittag einen kleinen Unfall, der relativ glimpflich doch ausgegangen ist. Wenn man sich das anschaut, ist es fast ein Wunder, dass es so gut ausgegangen ist. Und ja, so, und ich bin unglaublich dankbar. Das ist ein großer Punkt. Nachdem sich der Schock gelegt hat, war ich einfach sehr, sehr dankbar oder bin auch immer noch sehr, sehr dankbar. Und die äußerlichen Wunden sind sehr schnell verheilt. Ich hatte einige blutige Stellen, Schürfwunden und Platzwunden, die sehr schnell verheilt sind, meine Handfläche auch. Das ging erstaunlich schnell. Was aber länger hielt und auch immer noch anhält, ist die Gehirnerschütterung und deren Folgen. Es ist nicht so schlimm, zum Glück. Ich hatte nicht so eine Gehirnerschütterung, bei der man vor Kopfschmerz nicht ein- und ausweist. Zum Glück ist es so nicht gewesen. Ich hatte eher viel Schwindel und fühlte mich sehr müde und dusselig und irgendwie ja, nicht gut. Und ich hatte einen sehr starken Schock, der irgendwie auch nicht so recht gern weichen wollte. Das habe ich dann zwar auch hinbekommen und das ist alles irgendwie am Ende auch gut geworden, aber ja, so eine komische Mischung aus einerseits gar nicht so schlimm, alles nochmal gut gegangen und andererseits sind aber die Folgen gar nicht so wenig. Und ansehen tut man mir eben nicht mehr viel. Ich glaube, es ist schon weitestgehend, ich glaube, hier ist noch ein bisschen dick und ein bisschen verfärbt, aber erstaunlich, also direkt nach dem Unfall hatte ich so ein mega dickes Kinn mit Kühlen und Arnika und so ein paar Dingen, habe ich das ganz gut hinbekommen. Aber ja, nach außen hin wirke ich wohl recht normal, aber ich merke, im Inneren ist noch nicht viel wieder normal. Und das ist, ja, das hat natürlich ganz viel gemacht mit mir und ich bin überhaupt kein Fan davon, Dinge überzudramatisieren und da so sehr viel also mich da so sehr drauf zu fokussieren und sagen, oh Gott, ich hatte einen Unfall, das ist überhaupt nicht meins, aber trotzdem gab es da natürlich eine gewisse Symbolik. Am Neujahrsvormittag, der Neujahrstag ist für mich ein ganz besonderer Tag und ich gehe immer am Neujahrsvormittag raus. Das ist für mich ein liebgewonnenes Ritual und ja, genau dabei dann einen Unfall zu haben, der mich wortwörtlich ausbremst, mich komplett aus voller Fahrt heraus ausbremst auf Null und mich wirklich hilflos da niederliegen ließ, denn so war es. Ich habe auf der Fahrbahn gelegen und konnte mich nicht mehr selbst retten, also ich war wirklich auch auf fremde Hilfe angewiesen. Also so ausgebremst zu werden am Neujahrsvormittag, das ist schon irgendwie doch auch besonders. Und das hat in mir ausgelöst, dass ich anfing, mir Gedanken zu machen, warum das passiert sein könnte und ob ich daraus was mitnehmen könnte, sollte, müsste. Und das habe ich dann auch getan. Und meine ganzen Pläne und Wünsche, alles, was ich mir so überlegt habe, ins neue Jahr zu starten, nochmal zu überdenken. Und das hat in der letzten Zeit stattgefunden. Mit jedem Tag, mit dem es mir besser ging und mein Kopf wieder ein bisschen besser funktionierte, habe ich mir ein bisschen mehr Raum und Zeit genommen und Kapazität genommen, um wirken zu lassen, wie ich es anders angehen könnte oder möchte oder was vielleicht nicht stimmig war. Und da bin ich auf ziemlich viele Punkte gestoßen, die für mich nicht stimmig waren und habe sehr viel daraus gelernt und mitgenommen. Ganz abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Prozess so lange anhalten wird, bis ich wieder komplett genesen bin. Mit jedem Stückchen Gesundheit, das ich mir wieder erarbeite, wächst auch ein bisschen mehr die Klarheit, wie es weitergehen soll. Es ist wirklich so ein gleichzeitig ablaufender Prozess.
Und das fühlt sich sehr schön an und ich will da auch gar nicht groß eingreifen. Ich kümmere mich nach Leibeskräften um meine Gesundheit, aber möchte da nichts forcieren oder zu schnell mit irgendwas beginnen. Und das ist ein sehr schwieriger, anstrengender, aber doch auch wirklich sehr schöner Prozess gewesen. Oder ist es immer noch. Auch zu sehen, wie schön sich das so miteinander fügt, ist schön, ist wirklich schön. Gleichzeitig freue ich mich über jedes bisschen Normalität, jedes bisschen, das wieder geht. Jeden Tag konnte ich feststellen, dass irgendwas ein bisschen besser geworden ist. Aber trotzdem bin ich noch nicht wieder da. Also ich habe auch heute gerade schon kräftige Kopfschmerzen. Mein Nacken ist überhaupt nicht glücklich, ich habe so überstreckt da gelegen. Mein Nacken findet das überhaupt nicht toll. Meine Halswirbelsäule ist sehr unglücklich noch mit dem Vorkommnis. Ja, und ich habe da noch einiges an Arbeit zu leisten, um da wieder vernünftig in die Spur zu kommen. Und das könnte ich als frustrierend empfinden, ist auch teilweise so. Aber ich kann es auch als Chance sehen und mich über die kleinen Fortschritte freuen. Und das tue ich und versuche ich. Und das wiederum ist etwas, das mich wirklich jeden Tag trägt. Und wenn ich mich bücke und feststelle, oh, es geht viel besser, ich kann mich tatsächlich jetzt wieder überhaupt irgendwie bücken, dann ist das schon ein großer Grund zur Freude. Und manchmal braucht man ein so elementares auch Ereignis, um wieder dankbar zu werden für die alltäglichen, ganz selbstverständlichen Dinge des Lebens, die dann wieder gehen und die wieder vielleicht ein Stück weit selbstverständlich und möglich werden. Das ist etwas, das mich auch sehr begleitet hat in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen tatsächlich, muss man fairerweise sagen. Und gleichzeitig auch das Auseinandersetzen mit dem, wie es für mich weitergehen soll, hier mit euch, überhaupt beruflich, privat. Ich habe einfach mal alles mir nochmal genau angeschaut. Und da haben sich auch viele Dinge getan, viele Gespräche haben stattgefunden und einiges hat sich schon entwickelt und gezeigt und in schöne und gute Bahnen gelenkt und anderes ist noch im Entstehen und im Werden. Es ist schön. Es ist schön, aber auch anstrengend, aber insgesamt tatsächlich das, was mich 2 Wochen jetzt beschäftigt hat. Sehr viel Raum für anderes war da nicht. Selbstpflege, Selbstfürsorge ist eben dann auch nochmal ein bisschen ein Thema geworden, das nochmal anzuschauen. Was bedeutet das eigentlich? Ich bin eigentlich der Typ Mensch, der gerne sehr aktiv und lebenslustig durchs Leben läuft und so ausgebremst zu sein, ist für mich sehr unschön. Ich kann das nicht gut. Ich kann nicht gut still liegen und das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich bin dafür viel zu lebenshungrig. Aber auch da festzustellen, Selbstfürsorge kann und ist auch manchmal genau das zu tun, innezuhalten und zu akzeptieren, dass das eine langsame Heilung wird. Denn das habe ich vor ein paar Tagen so für mich akzeptiert. Da hatte ich ein Gespräch, war zu einer Behandlung und hatte ein Gespräch mit der Frau dort und die erzählte, dass sie das ganz oft erlebt, dass Menschen noch 2 Jahre später Probleme mit der Gehirnerschütterung haben oder vielmehr mit den Folgen davon, dass sie sich immer noch nicht wieder ganz in Ordnung fühlen. Und ich bin gut dabei, dass das bei mir nicht so wird, habe auch ein gutes Mittel und bin da gut dabei. Aber das hat mir auch nochmal aufgezeigt, das Ganze nicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder nicht unnötig leicht zu nehmen, wozu ich tendiere, zu sagen, ach, ich bin hingefallen, mir war ein bisschen komisch, aber jetzt geht es eigentlich schon wieder, machen wir mal weiter. Sondern mir wirklich Zeit zu nehmen. Denn wenn ich mir diese Zeit jetzt nicht nehme, dann holt mein Körper sich das vielleicht unter Umständen. Es wird schon einen Grund haben, dass man so lange unter Umständen ausgenockt ist und dass ich jetzt nach knapp 2 Wochen später oder 2 Wochen später, was haben wir eigentlich für ein Datum? Irgendwie so, noch nicht wieder ganz hergestellt bin. Und das zu erkennen ist schwer und fiel mir auch nicht leicht, aber doch irgendwie auch befreiend gewesen, diesen Druck zu nehmen. Ich muss jetzt gleich irgendwie. Ja, insofern gab es in der ersten Woche auch kein Video, weil ich erstens kein Material drehen konnte und zweitens auch nicht am Bildschirm sitzen konnte. Das ist immer noch nicht so ganz einfach für mich, viel konzentriert mit den Augen zu schauen und schon gar nicht auf ein Display.
Das war das größte Problem, dass ich, selbst wenn ich Material bekommen hätte, ich es gar nicht hätte verwerten können. Und das ist auch jetzt noch so ein bisschen so, deswegen ist dieses Video auch ein bisschen anders als sonstige Videos. Hier muss ich nichts schneiden oder hier werde ich nichts schneiden. Und ja, genau deswegen verzeiht mir, aber ich dachte, es ist vielleicht besser, mich wenigstens so noch zu melden. Ich hoffe sehr, dass es in der nächsten Woche wieder ein reguläres Video von mir gibt oder dass ich vielleicht noch ein Video zwischendurch bearbeiten kann zur Entspannung. Mal schauen, was so geht. Und ja, ich würde euch gerne bitten, dass ihr mir eure Wünsche schreibt. Wie eben schon gesagt, ich bin so ein bisschen am Neusortieren. Neues Jahr, neues Glück. Die Umstände sind ja auch für mich nun jetzt besonders und auffordernd. Und ich würde euch bitten, mir zu schreiben, was ihr euch wünscht. Von diesem Kanal, von mir ganz persönlich, an Unterstützung. Ihr wisst ungefähr, was meine Steckenpferde sind, wofür ich stehe, was ich euch mitgeben mag und kann. Und ja, das ist relativ vielfältig und ich glaube, es ist auch an der Zeit für mich zu reduzieren, was das angeht und nicht alles geben zu können gleichzeitig. Nicht, weil ich das an sich nicht kann, sondern weil auch meine Kapazitäten begrenzt sind. All das, was ich hier so mache, bringt mir ja gar nichts ein. Das mache ich einfach nur, weil ich euch eine Freude machen möchte und weil ich Freude daran habe, diese Dinge zu tun. Und das ist auch gut und schön. Aber ja, irgendwo muss ich da auch schauen, dass ich ein bisschen haushalte mit meinen Kräften und meinen Zeiten. Deswegen würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören, was wünscht ihr euch von mir ganz konkret, von diesem Kanal, von meinem Instagram-Kanal. Ist es dann tatsächlich Yoga, wobei ich sagen muss, das dauert wohl noch eine Weile, bis das wieder so geht, dass ich euch da irgendwie mitnehmen könnte und etwas für euch produzieren könnte. Aber es ist tatsächlich das Bewegen auf die andere Art, nicht nur das Yoga, sondern mein ganzheitlicher Bewegungsansatz, oder ist das eher das Nicht-Körperliche, das ich mit euch teile, die Gedanken, das Coaching, die Psychologie, sowas in der Art? Sind es eher die Bilder? Sind es die Entspannungsverfahren? Oder was ist es? Die Impulse aus meinem Leben? Was genau ist euch am wertvollsten? Und was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ihr dürft euch auch Dinge wünschen, die ich jetzt hier so noch nicht gebracht habe. Der eine oder andere folgt mir schon länger bei Instagram, schon seit einigen Jahren und hat da mitbekommen, wie die Dinge sind. Und da ist auch nochmal alles ein bisschen anders als hier. Schreibt mir gern. Und ich weiß, dass mir die meisten von euch immer privat schreiben und nicht gerne öffentlich in den Kommentaren. Und das ist auch vollkommen okay. Ich fordere euch immer wieder auf, weil ich mich freuen würde, wenn wir einfach eine Community bilden könnten, in der wir alle akzeptiert und nicht nur akzeptiert, sondern in der wir uns alle erwünscht fühlen können, so wie wir sind, in unseren eigenen Arten und mit unseren eigenen Wünschen. Und ja, da ist es aber erstmal schwierig, dass der Schritt nach vorne gewagt wird, dass man sich outet, dass man sich da ein bisschen in die Öffentlichkeit traut. Ihr müsst es nicht, um Gottes Willen. Ich bin keinem von euch böse. Ich bekomme ganz, ganz viele herzliche private Nachrichten. Wunderschön. Macht es bitte weiter. Nicht das einstellen jetzt, weil ihr denkt, ich will das nicht, um Gottes Willen. Ich freue mich sehr darüber. Schreibt es mir auch gerne privat, wenn ihr mögt und könnt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Zum einen in Zukunft das euch bringen und liefern zu können, was ihr am allerliebsten mögt und was euch am meisten hilft. Und zum anderen aber auch für mich ein bisschen selektieren zu können, was es werden soll in der nächsten Zeit und worauf ich am besten nicht verzichten sollte. Denn wenn es nach mir geht, möchte ich alles machen. Ich habe sehr viele Interessen und sehr viele Ideen, aber das geht halt auch irgendwie nicht. Da muss man auch Abstriche machen. Und ich glaube, das Ausbremsen sollte mir auch zeigen und sagen, dass ich da ein bisschen kürzer treten sollte. Und das Thema Entschleunigung nochmal höher schreibe. Und das wird etwas sein, das mich in dem nächsten Jahr auf jeden Fall begleitet. Soweit bin ich schon, das kann ich schon sagen. Und wenn ihr mögt, nehme ich euch gerne mit, lasst euch gerne daran teilhaben und ja, werde trotz Entschleunigung weitermachen in irgendeiner Form. Also schreibt mir sehr gerne
Und ich hoffe, ihr hattet einen tollen Jahresstart. Auch das möchte ich von euch hören, wie es euch geht und ging und wie es bei euch ist und was ihr zu diesem Thema denkt. Würdet ihr so einen Sturz auch als Wink mit dem Zaunfall sehen und da mal hinschauen, oder ist das überzogen in eurer Welt, in eurer Meinung, und wie würdet ihr damit umgehen? Auch das freue ich mich von euch zu hören. Macht es ganz, ganz gut. Ich wünsche euch das Allerbeste. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ansonsten gerne auch bei Instagram, da bin ich gut erreichbar und ein bisschen aktiver als hier. Im Moment passiert da auch noch nicht so viel, aber ganz langsam komme ich auch da wieder zurück. Also macht es ganz gut. Ciao.